Moin! Mit dem Sliding hat Fortnite eine komplett neue Mechanik ins Spiel gebracht. Und die macht nicht nur Spaß, sondern kann in bestimmten Situationen ganz schön hilfreich sein. In diesem Video erzähle ich dir alles, was du über die neue Mechanik wissen musst und was du trainieren solltest, um mit dem Sliding mehr Kämpfe zu gewinnen. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von den Fluencer Fortnite Tipps und Tricks. Bevor wir mit den Tipps und Tricks rund um Sliden starten, müssen wir eine wichtige Frage klären. Ist Sliden schneller als Rennen? Oder ist Sliden und Springen schneller? Ich habe es getestet. Wir sehen, alle Varianten sind genau gleich schnell. Die Frage, die sich jetzt stellt, ist, was bringt also das Sliden wirklich? Sliden ist dann schneller, wenn der Untergrund sich neigt, also wenn du zum Beispiel einen Berg runterrutscht. Wenn du auf dem Weg über die Karte an den richtigen Stellen slidest, kommst du also wesentlich schneller voran. Das kannst du zum Beispiel auch ausnutzen, wenn du von einem Buildfight wieder schnell nach unten willst. Oder wenn du im Endgame von einem Turnier schnell nach unten tarpen willst. Dafür rotierst du einfach deine Rampe und ab geht's nach unten. Sliden ist immer so schnell wie dein aktuelles Movement. Das heißt, nach dem Sprung aus dem Battle Bus oder auf ein Jump Pad kannst du bei der Landung deine schnellere Geschwindigkeit ausnutzen, um schneller an Loot zu kommen oder um deine GegnerInnen zu überraschen. Ein weiterer cooler Move ist zum Beispiel, aus einem fahrenden Auto auszusteigen, im Sliden zu schießen und wieder einzusteigen und weiterzufahren. Vielleicht ist dir aufgefallen, dass das Crouchen und Sliden immer eine leichte Verzögerung hat. Das liegt daran, dass das Spiel beim Drücken der Crouch-Taste erstmal herausfinden muss, ob du sliden oder crouchen willst. Und das braucht leider ein bisschen Zeit. Das Gute, du kannst diese Zeit in den Einstellungen verringern. Und zwar gehst du dafür in die Controller-Einstellungen. Ja, das gilt auch für alle, die auf Maus und Tastatur spielen. Hier setzt du die Slide-Hold-Time, also die Zeit, die du die Taste drücken musst, damit das Sliden erkannt wird, von 150 ganz nach vorne auf 100. Jetzt kannst du schneller in den Slide-Modus wechseln und auch wieder schneller nacheinander crouchen. Außerdem empfehle ich dir, in den Einstellungen Sprint by Default einzustellen. So rennst du immer automatisch und musst zum Sliden nicht zwei Tasten drücken. Viele beenden das Sliden, indem sie springen. Das ist aber nicht in allen Situationen hilfreich. Du kannst das Crouchen jederzeit einfach wieder abbrechen, indem du wieder die Crouch-Taste drückst. Beides kann hilfreich sein, um dein Movement unberechenbarer zu machen. Während dem Rennen immer wieder zu sliden und zu springen kann dir zum Beispiel helfen, dass du schwerer zu treffen bist und nicht gesniped wirst. Falls es dir auch manchmal passiert, dass du nach dem Springen aus Versehen slidest, wenn du während einem Sprung deinen Crouch-Button drückst, slidest du automatisch, sobald du wieder den Boden berührst. Wenn du dich nach einem Sprung ducken willst, darfst du die Crouch-Taste also erst drücken, wenn du wieder auf dem Boden gelandet bist. Du slidest immer gerade in eine Richtung. Das heißt, du kannst, während du mit voller Geschwindigkeit in eine Richtung slidest, in alle anderen Richtungen schauen. So kannst du zum Beispiel rückwärts sliden und hinter dir Wände bauen oder nach hinten schießen. Du kannst durch Türen oder durch niedrige Stellen sliden, ohne Geschwindigkeit zu verlieren. Wenn du sonst langsam geduckt gelaufen bist oder beim Türöffnen langsamer gelaufen bist, kannst du jetzt die neue Mechanik nutzen, um zum Beispiel damit deine GegnerInnen zu überraschen. Sliden macht das Fadenkreuz bei Pumpen und Sturmgewehren kleiner. Das bedeutet, mit gutem Aim kannst du beim Sliden genauer schießen und somit mehr Treffer landen oder mehr Schaden machen. Wenn du slidest, während du von einem Bild fällst, kannst du in der Luft springen. So kannst du dich zum Beispiel mit einem Sprung retten, anstatt herunterzufallen. Beim Sliden auf Cones bist du ca. 12% schneller, als wenn du normal rennst. Du kannst Sliding für den Noah Whaley Classic nutzen, also Stairs und Cones durch Wände hindurch in gegnerische Boxen bauen. Wenn du bei der alten Variante durch das Ducken kurz langsamer geworden bist, kannst du mit der neuen Mechanik bei voller Geschwindigkeit die Builds platzieren. Dafür ist es nur wichtig, die Bildtaste während dem Sliden gedrückt zu halten und im richtigen Winkel auf die Wand zu schauen. Wie du siehst, gibt es bereits viele Situationen, in denen das Sliden extrem hilfreich ist. Gleichzeitig glaube ich, dass das Sliden in der aktuellen Meta noch nicht sein volles Potenzial erreichen kann. Falls in der nächsten Season zum Beispiel die Pumpe wieder ins Spiel kommt und wir wieder eine Boxfight-Meta statt einer Spray-Meta haben, wird das Sliding meiner Meinung nach das Skill-Level noch weiter anheben. Denn das Sliden kann zum Beispiel für perfekte Right-Hand-Peaks genutzt werden oder das Movement in einer Box noch unberechenbarer machen, um gegnerischen Pumpenschüssen auszuweichen. Es gibt so viele coole Moves, die das Sliding ermöglicht. Und alle, die die neue Mechanik jetzt schon üben, werden dann allen anderen einen großen Schritt voraus sein. Es lohnt sich also auf jeden Fall, die Sliding-Mechanik im Kreativmodus zu trainieren. Dafür kannst du zum Beispiel beim Freebuilden immer wieder das Sliden integrieren, um dich langsam daran zu gewöhnen.
Außerdem kannst du zum Beispiel auf der Peace Control Map versuchen, bei allen Übungen zu sliden und so neue einzigartige Moves entwickeln, die dir später helfen, deine Kämpfe in der Arena oder in Turnieren zu gewinnen. Ich hoffe, meine Tipps und Tricks haben dir weitergeholfen. Wenn dir das Video gefallen hat, gib mir gerne einen Daumen nach oben und abonniere meinen Kanal. Und wenn du live dabei sein willst, wie ich Fortnite-Turniere spiele, schau gerne auf meinem Twitch-Kanal vorbei. Wir sehen uns im nächsten Video, im Twitch-Chat oder im Battle Book. Bis dann!